Ja, hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. So, also wie ihr seht, ich bin hier gerade eifrig am Vorbereiten mit wer weiß wie vielen Sachen und hier und da. Denn ich möchte heute wenigstens schon mal die Taschen hier fertig bekommen und eventuell werde ich sogar dann später noch ein paar so ein paar Tags dazu basteln und. Jetzt habe ich mir überlegt, das habe ich ja damals selber gemacht. Das finde ich wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Und das passt auch noch wunderbar. Deswegen, ich glaube, ich werde hieraus jetzt wirklich eine Tasche basteln. Die wirklich auch groß genug ist, um dann wirklich auch anständig eine Tasche reinzubekommen, Text reinzubekommen. Ich habe es mit meinen Taschen. So, ich würde sagen, mach mal bis hier. Und das Gute ist, jetzt können wir auch direkt, ihr wisst ja noch von meinem letzten Haul, habe ich mir doch, genau, hier diese kleine, Schneidemaschine, Cutter gekauft beim Action. Und normalerweise, ach, schaut euch das mal an, das passt auch noch haargenau. Wie cool ist das denn bitte? Ja, wie mache ich das jetzt am besten? Am besten und am dümmsten, ne? Oder wie war das? Dann probieren wir den doch direkt mal zusammen aus. Uiuiui. Ja. Klar, der funktioniert jetzt nicht so wie die richtig guten, aber dafür, dass das nur so ein Billigteil ist, funktioniert er. Das wird natürlich nicht weggeschmissen. Das wird nachher wieder auch verwendet. Denn ich habe vor, für das Junk Journal wie heißt das? Masterboard? Ich glaube Masterboard, ne? Zu machen. Vielleicht mache ich davon auch ein Video, wie ich das mache. Ja, ich würde sagen bis hier, ne? Ja. Obwohl... Doch, ich mache das bis hier. Denn mir fiel jetzt gerade eben ganz spontan noch was ein, was man zu dem machen könnte. So. Ja, das passt doch so. Mhm. Habe ich die Mitte? Ja, ne, so in etwa die Mitte. Nee, ist nicht die Mitte. Obwohl, ich könnte ja auch mal ganz andere Taschen machen. Aber nee, dann kann man das ja nicht so schlimm. Ja, das ist auch blöd. So, das wird auch auf Seite gelegt, weil das kann man ja auch noch im Masterboard irgendwie einbinden. Ja. Das sieht doch gut aus, das machen wir auch so. Ja, wo habe ich denn jetzt meine ganzen? Und da habe ich sie. So, dann schauen wir mal. Ja, super. Jetzt schon nicht mehr richtig festgeklebt. Machen wir doch ein Stück ab. So. Ja,
jetzt hat ich... Aber bei diesem Wetter werde ich irgendwie nicht richtig wach. Das ist echt anstrengend. Kennt ihr das? Wenn ihr bei diesem Wetter auch so... Also ich bin bei dem Wetter furchtbar träge. Und eigentlich sogar wirklich total motivationslos. Aber wenn man natürlich schon alles erledigt hat, was soll man denn auch anderes machen? Ne? Also ich bin dann wirklich immer froh, wenn ich mich mit dem Basteln ein bisschen ablenken kann. Ja, vor allen Dingen, wenn man schon die ganze Bude fertig hat, aufgeräumt, sauber gemacht. Ich bin zwar jetzt gerade nebenbei noch an neuen Kollektionen am Arbeiten. Also für neue Artikel für den Online-Shop. Aber diese müssen ja auch erst einmal ausgedruckt werden, ne? Das geht ja auch nicht hoppla hopp. So, dann haben wir die erste Tasche schon mal fertig. Na, komm doch her, du. So. Ich hoffe, ich habe das jetzt auch richtig drauf geklebt. Nicht, dass das nicht nachher... Moment, das kontrollieren wir doch jetzt direkt mal nach. Nee, das passt aber so. Wunderbar. Perfekt. So, jetzt bin ich mich am Überlegen. Ich habe ja hier noch das andere kleine Stück. Ob ich dieses auch noch mal sozusagen halbiere und dann als zweite kleine Tasche drüber klebe. Ich glaube, das mache ich auch. Ja doch, ich glaube, das mache ich auch. So, aber... Ja, ich weiß, es könnte eventuell ein bisschen wild aussehen später. Aber wir versuchen es einfach mal. Na, also ich benutze da jetzt hier gerade übrigens eine Zickzackschere. Damit das halt ein bisschen peppiger aussieht. Ja, das kleine Frisselchen als Speicher natürlich weg. Das werde ich jetzt nicht nochmal verwenden. So, dann machen wir hier auch nochmal ein Löchsklein, ne? Doch, sollte eigentlich... Ja, so soll das packen. Ja, ist mir gerade entgegengeflogen, direkt auf meiner Brust. So, und dieses hier so drüber, versteht ihr? Ja, das seht ihr jetzt gerade nicht so wirklich, ne? Aber macht nix. Im Endeffekt seht ihr ja später, wie ich das meine. Oder, ja, nee, das wäre zu blöd, oder? Jetzt bin ich natürlich gerade am Überlegen, wie ich das mache. Obwohl, ich könnte das ja auch so machen. So finde ich das nämlich eigentlich sogar noch besser. Dann kann hier wirklich unten ein oder zwei größere Textchen und hier kleinere Notizen. Ja, ich glaube, so mache ich das. So mache ich das. Ja, ich hatte hier jetzt auch schon eine wirklich super liebe Zuschauerin gehabt. Vielleicht guckst du auch jetzt gerade zu. Sie hatte mir angeboten gehabt, mir ein paar Aufkleber und Postkarten etc. pp. Zur Verfügung zu stellen von The Walking Dead selber. Fand ich auch total süß und total niedlich von der, ne, dass sie da so an mich gedacht hat, weil sie sagte, dass sie wohl auch vor einiger Zeit ein The Walking Dead Junk Journal gebastelt hatte und davon noch einiges übrig hätte.
So, und da hatte sie mir das angeboten gehabt. Ne? Ich hätte nur die Versandkosten übernehmen müssen. Finde ich wirklich mega cool, mega total süß. Jedoch hat mein Mann dann später zu mir gesagt, Schatz, wäre aber natürlich wirklich schöner, wenn das nur mit in Anführungsstrichen, ein Zombie- bzw. Apokalypsen-Junk Journal wird und nicht so in diesen indirekten Part The Walking Dead. Ne, rein theoretisch, das Buch, also das Junk Journal, das wird ja eh verkauft. Ja. Also das bekommt ihr ja einmal wieder zur Verfügung gestellt, habe ich euch ja bereits versprochen. Rein theoretisch wäre das ja eigentlich egal gewesen. Ne? Aber da ich mir nicht sicher bin und mein Mann sich auch nicht sicher ist, ob das erlaubt ist, weil es ja die Hauptfiguren von von einer bekannten Serie ist, haben wir gesagt, lassen wir es. Na, also wir möchten wirklich auf dem legalen Weg bleiben. So, und da wir ja es verkaufen möchten, haben wir uns dagegen entschieden. Ja. Ist wirklich super lieb von dir. Also wenn du jetzt gerade wirklich zugucken solltest, ich fand das so eine liebe und süße Geste, dass du mir das angeboten hast. So, mal weiter schauen. So, ich habe hier in dem Part, so hatte ich gesagt, ne? Ja, passt ja. So, dann habe ich hier schon mal ein paar Teschkos, ne? Kann man hier schon irgendwie coole Sachen reinstecken. Ich habe mir übrigens jetzt sogar schon 2 Sachen ausgedruckt. Diese kommen nachher als, sagt man Bimmelbammel oder was sagt man dazu? Entweder werde ich das wirklich nach außen hängen oder aber es kommt später irgendwie hier so rein. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich hier so reinmache. Ich denke mal eher, dass ich das als in einer Art Schlüsselanhänger machen werde. So. Die Taschen haben wir schon mal. Jetzt werde ich auch hier auf der anderen Seite werde ich auch schon mal Taschen machen, damit wir die Taschen wirklich schon grundlegend fertig haben. Hier hat sich was mit festgeklebt, das wollte ich aber nicht erreichen. Ach nö. Na, ist aber auch nicht so schlimm, eigentlich. So. Ah ja, wunderbar, schaut mal. Ja, guck. So. Jetzt bin ich am Überlegen. Ich glaube tatsächlich, dass hier sowas Lilanes besser dazu passen würde. Ich glaube sogar diese hier. Ja, das passt. Hier bin ich aber am Überlegen, ob ich nicht eine Tasche so machen soll. Versteht ihr? Also einmal hier so länglich, dass man dann so was da reinschieben kann. Mein Kater ist am Schnarchen. Ich dachte gerade, was ist das für ein komisches Geräusch? Nun weiß ich, was es ist. So, das werde ich auch machen. Ich werde auch hier wieder meine Zickzack-Schere benutzen, auf das ich jetzt wirklich krumm und schief schneide. So. Na. Aber mittlerweile bin ich ja dafür bekannt, dass ich immer mal so alles Pi mal Daumen mache. Das ist nicht gerade die professionellste Art und Weise, aber
Es ist ja nicht umsonst ein Junk Journal, ne? Seht ihr, ich habe das mir schon ein bisschen schief abgeschnitten, aber fällt eh nicht auf. So. Ja, das gefällt mir doch. Immer diese Wrimmel, ne? So, dann machen wir auch wieder hier. Weil das muss ja leider sein, ne? Sonst hat man ja nachher, kann man ja nichts einstecken. Ist das die Mitte? Obwohl, ich bin jetzt gerade im Überlegen. Wenn ich das doch hier in der Mitte einmal sozusagen mit festklebe, dann habe ich ja einmal hier eine Möglichkeit, was reinzustecken und da eine Möglichkeit, was reinzustecken. Weil ich finde, kleinere Notizen oder kleinere Texte hat man mal schneller gemacht, als wenn man jedes Mal immer irgendwelche großen Texte macht. Obwohl große Texte sind zum Beispiel auch ganz geil, finde ich. Da kann man ja super irgendwie ein schönes Foto draufkleben und dann irgendwie einstecken. Denn im Endeffekt habe ich ja hier schon die 2 kleinen Taschen. Also kann ich ja hier wirklich bei der großen Tasche bleiben. Ja, mache ich auch. Mache ich auch. Ja, das ist mir jetzt gerade auf den Boden gefallen. Naja. Mir fällt gerade ein, ne? Ich bin auch ein Dösel. Ich wollte hier doch irgendwie ein Gummi festmachen. Oh. Ansonsten, ich kann das ja wirklich immer noch hier, damit das so, ja, wenigstens halbwegs hält. Oh, was bin ich bekloppt, ey. Naja, irgendwie wird mir das später noch gelingen. So, kleben wir mal die nächste Tasche auf. Ich weiß noch gar nicht, was ich heute kochen soll. Ich hasse es ja wie die Pest, ne? Dann fällt mir nie ein, was ich kochen könnte. Vor allen Dingen bei so einem Wetter, da sind wir zum Beispiel extreme Fans von Eintöpfen oder von Suppen. Oh, jetzt habe ich das wieder. Naja, geht so. Und das Wetter, das ist schweinekalt. Ich sage immer wieder, ich habe so ein Mitleid mit meinem Mann, weil der ist ja im Straßenbau. Und bei denen gibt es tatsächlich wirklich nur ganz, ganz selten mal Schlechtwetter. Also, ich denke mal, die meisten von euch wissen, was mit Schlechtwetter gemeint ist. Na, da haben sie ja vom Chef aus, haben sie frei, bekommen es aber trotzdem ganz normal bezahlt, weil die arbeiten jeden Tag extra 2 Stunden länger, was sie nicht bezahlt bekommen am Ende des Monats, sondern dieses Geld wird dann in eine Schlechtwetterkasse reingetan sozusagen, damit die halt, ja, wie so ein Zeitkonto ist das, glaube ich, ne? Damit, wenn es Schlechtwetter ist und die zu Hause bleiben müssen, trotzdem ganz normal bezahlt werden. Finde ich eigentlich ist eine verdammt coole Idee. Nur kommt es halt wirklich leider sehr selten vor, dass die schlecht Wetter haben. Aber was willst du machen? Ne? So ist das nun mal. Solange der Boden nicht eingefroren ist, müssen sie leider arbeiten. So, hier habe ich die nächste Tasche fertig. Wunderbar, das gefällt mir nämlich richtig gut. So, jetzt bin ich am Überlegen, was mache ich hier? Ganz cool wäre ja rein theoretisch,
wenn ich da so in der Art To-Do-Listen mache. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Aber das werde ich mir später noch überlegen. Ich glaube, ich werde mit euch jetzt erst einmal noch ein paar Tags machen. So, dafür werde ich aber hier ein bisschen aufräumen müssen. So, da bin ich wieder. Ja, ich habe mir jetzt gerade eben überlegt, ich werde jetzt noch nicht mit euch Tags machen, sondern ich hatte doch gerade eben noch davon erzählt, dass ich am liebsten hier die Blätter sozusagen befestigen möchte, damit das nicht immer wieder aufgeht. Ja, so, jetzt habe ich mir überlegt, hier mit so einem Gummiband, ne, dann so 2 halbe Kreise, es sozusagen, ja, so, geht ihr das, ja, zu befestigen, ja, mache ich wohl mit Heißkleber, weil ich denke, dass es besser halten wird. Und ja, und dann schauen wir mal, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Weil ich bin mir ehrlich gesagt noch gar nicht so sicher, wie ich welche Tags mache. Und ja, da muss ich mir noch ein paar Gedanken drüber machen. Aber ich denke mal, dass mir da noch was einfallen wird. Ja, ich hoffe, meine Heißklebepistole ist jetzt gleich schon mal... Nee, jetzt ist das... Also das ist auf jeden Fall noch sehr kalt. So, ich hasse es, wenn das an den Finger kleben bleibt, diese blöde... So, ich hoffe, das funktioniert jetzt wirklich so, wie ich mir das vorstelle. Ich wollte das so rum haben. Jetzt scheint es heiß genug zu sein. Ich hoffe, ich verbrenne mir jetzt nicht meinen Oberschenkel, weil ich habe nämlich jetzt gerade... Wie hatte ich das denn jetzt vorgehabt? Ich habe die Heißklebepistole nämlich jetzt gerade auf den Schoß liegen. Das könnte ein bisschen heiß werden, aber ich denke, ich überlebe es. So, dann habe ich es tatsächlich mich so vor. Ja, dass das dann einmal so rumgeht. So, jetzt wollte ich mal eben kurz gucken. Ja, das passt tatsächlich. Ja, wunderbar. Und es hält nicht. Und es hält nicht. Ich sollte auch vielleicht hier noch so ein bisschen Heißkleber drauf tun. Dann sollte es eigentlich kleben. Denn ohne Kleber geht ja nichts. So. Ja, so passt das. So passt das. Wie hatte ich das jetzt vorgehabt? Ah, doch, genau, so. Bevor ich hier nicht nachher irgendwelche Fehler mache. Genau. Heiß. Oh, ich hasse das, wenn ich mir die Finger hier dran verbrenne, Leute. Aber das ist, wenn man so voreilig ist, ne? Ist doch ganz klar, dass man sich dann die Flossen verbrennt. Ich habe immer wieder Angst, zu viel Heißkleber zu benutzen. Weil ich möchte ja nicht, dass man das nachher sieht an der Seite, ne? Deswegen muss man ja immer gucken, ne? Na, jetzt geh doch
von meinem Fingernagel ab. So. Ich hoffe, das wird halten. Ich hoffe. Dann testen wir es direkt mal aus. Ja, so gefällt mir das doch. So habe ich mir das vorgestellt, Leute. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, dann mache ich das mich auch hier auf der anderen Seite, sodass die Blätter auch in Reihe und Glied bleiben. Wie lang war das? Wie lang war die Kordel nochmal? So, ich denke, das passt so in etwa. Ja, das sollte passen. Wunderbar, dann nehme ich mir mal... Was nehme ich denn dazu? Weil dazu hatte ich ja jetzt gerade das genommen. Aber ich möchte ja nicht, dass es wieder so einheitlich wird. Deswegen werde ich mir hier raus. Das passt auch wunderbar. Obwohl, wartet mal, liebe Leute. Ich glaube, da habe ich noch was anderes. So, da bin ich wieder her. Da habe ich mich wohl doch getäuscht. Ich habe doch leider nichts mehr von dem anderen Papier. Von daher werde ich dann einfach dieses hier nehmen. Ja, das passt so. So, ich glaube, diesmal werde ich das aber nicht so einschneiden wie jetzt gerade eben. Ich denke, dass es auch so klappen wird. So, dann nehmen wir uns mal wieder hier die Heißklebepistole. Ich hoffe, da ist noch genug an Patrone drin. Oh, ich hasse es, wenn man sich an Heißkleber verbrennt. So. Könnt ihr mir irgendwelche Tipps geben, wie man sich nicht die Finger verbrennt? Denn, oh, das ist ja... Und das wird ja mal scheiße heiß. Meine Güte, ey, meine Güte, meine Güte. Ich glaube, ihr habt euch aber auch schon des Öfteren mal die Finger verbrannt, oder? Oder bin ich jetzt die einzige Blöde hier? So. Genau, wie hatte ich das? Ach ja, genau. So hatte ich das ja, ne? Genau. Ich glaube, so war das richtig. Ach nee, ich hatte das ja auch auf der anderen Seite geklebt. Ach, was bin ich bekloppt jetzt? So hatte ich das. Genau. Dann werde ich das jetzt mal auf der Seite ankleben. So. Ich habe so wenig Platz hier am Schreibtisch. Ey, das kotzt mich so an. So. Leute, heute wird es irgendwie nicht hell. Das ist so nervig. Ernsthaft, also. Da sind wir mal Vitamin D tanken, ne? Geht ja gar nicht bei so einem Wetter. Nee, nee. Boah. Ja, das wäre es ja jetzt noch gewesen, ey. Ich glaube, ich würde das mal mit der Schere ein bisschen... Ah! Ja. Bisschen festdrücken. Ich habe Angst, dass ich mir die Finger verbrenne.
Aber jetzt patsche ich da drauf und dann... Seid mal ganz ehrlich, stellt ihr euch manchmal auch so ein bisschen, ja, intelligent an. Also ich bin da manchmal echt super blöd, wie ich mich anstelle. So. Kann ich auch jetzt gleich endlich die Heißklebepistole mal wieder wegtun. So oft wie ich mich hier verbrenne. So. Ja, perfekt getroffen. So. Das Schöne an den Heißkleber ist ja, dass er ja super schnell trocknet, ne? Also, aber die Handhabung davon, ne? Meine Fresse, ey, ist das immer eine Kacke. So. Das auch mal ausprobieren. Ha, hier, schaut euch das mal an. Das ist ja wunderbar cool. Das ist ja wirklich sehr cool, oder? Ja, also so hält das wenigstens noch ein bisschen alles in der Geraden. Ja, perfekt. Wunderbar. So, jetzt bin ich am Überlegen, ob ich mir hier aus diesen Klettverschlüssen, die habe ich mir mal beim Teddy für 1 Euro gekauft, ob ich daraus jetzt einen Verschluss mache, dass ich das dann sozusagen hier so einmal rum. Jedoch habe ich mir tatsächlich auch überlegt, mir etwas aus meinem, also dass ich mir selbst einen Verschluss sozusagen designe und den dann hier so drauf mache. Na, also in Design in Sachen, dass ich mir eine Datei erstelle, dass ich die auch ausdrucken kann. Damit das auch alles nochmal so richtig schön auf abgetrimmt alt aussieht. Und dann bräuchte ich die ja tatsächlich auch nicht. Na, also ich bin da tatsächlich noch sehr viel am Überlegen und am Tun und am Machen. Und ja. So, dann werde ich das Büchlein erstmal wieder nach hier oben legen. Und zwar hatte ich mich vorgehabt, hier aus diesen Etiketten Text zu machen. Und zwar habe ich das mir so ungefähr vorgestellt. Jetzt fällt mir hier schon alles auseinander. Und auch hier aus den kleinen. Ich möchte unbedingt mal so langsam mal sicher hier die ganzen Papiere aufbrauchen. So, und dazu habe ich mir einfach überlegt, ich werde mir hier immer die passende Form rausschneiden, so wie ich mir das am besten vorstelle. Werde jedes wahrscheinlich sogar als Vorlage nehmen. Einmal komplett ausschneiden. Hier auf der Rückseite immer draufkleben und dann immer so verkehrt. Ja, weil ich finde beide Seiten wunderschön. Und ja. Und dann hätte ich ja schon mal ein paar Tags fertig. Ja, das werde ich glaube ich auch machen. Und werde dazu aber noch ein paar Sachen selbst gestalten und designen. So. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, dass es für heute erst einmal wieder reicht. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Habt einen schönen Tag, bleibt gesund. Tschüss.